Wer möchte weitermachen? Leo, glaube ich. Oh ja. Ich habe mir Gentler Streak noch mal ein bisschen angeschaut und das mal ein bisschen mehr genutzt. Das ist ja was auch in diese Großkategorie der Apps fällt, die halt alle Daten nimmt, die Apple Watch so vor allem auch über Nacht am Handgelenk misst und dir so ein bisschen so eine Aktivitätslinie und Trainingsbelastungslinie und natürlich dann noch so Gesundheits- und Schlafdaten aufführt und dir da so ein bisschen mit sagen soll, ob du dich wohl fühlst und gut fühlt, dein Körper dich gut fühlt und ob du Aktivität gebrauchen kannst und was du an der Aktivität gebrauchen kannst. Und ich habe immer mal wieder mir über Gentler Streak gibt es ja jetzt auch schon ziemlich lange, glaube ich. Also ich weiß nicht wie lange, aber doch schon sehr lange. Die haben natürlich auch, sind ja auch, also auch die Kombination halt iPhone und Apple Watch natürlich präsent. Und wir haben jetzt halt eben diese ganze Reihe an, so ganzen Zoo an Apps, die alle so ein bisschen ähnliche Grundfunktionalität haben. Und Apple stochert ja selbst natürlich jetzt gerade mit WatchOS selbst da auch ein bisschen mit in diesem Feld mit den Vitalzeichen und halt der Trainingsbelastung. Und Chandler Streak macht das halt natürlich auch auf eine relativ charmante Weise. Ich meine, die haben die haben einen sehr freundlichen und, wie soll man sagen, naja, sanften Ansatz, ist vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist halt alles mit diesen Grafiken und du hast diese komische Herzfigur, die irgendwie so ein Sportherz ist. Alex, richtig? Ist das ein Sportherz? Ist das dein Herz, was schlägt und Sport treibt? Ist unklar, aber ist ganz cute. Aber du verstehst, was ich meine. Also das ist ja, also ich meine, du merkst halt, wir haben sich da auf jeden Fall natürlich Mühe mitgegeben, auch mit der App per se. Und da ist natürlich viel drumherum gebaut, was einem vielleicht hilft oder was man halt für überflüssig erachtet. Das sind halt irgendwie persönliche Geschichten und das sind irgendwie wird halt natürlich alles erklärt und wahrscheinlich ist das ganz gut, um halt Leute an die Hand zu nehmen, die sich damit halt noch nie befasst haben und die halt das Problem haben, dass sie nicht verstehen, was diese Werte halt bedeuten, die Watch die ganze Zeit misst, wenn man sie zumindest über Nacht trägt und ein Teil der Werte auch, wenn man sie über Tag trägt. Und damit ist es vielleicht ganz gut, da natürlich, weil vieles davon ist wahrscheinlich erklärungsbedürftig, wenn man das noch nicht kennt und sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Und am Schluss kannst du dich halt mit Hilfe der App damit auseinandersetzen, kannst es aber auch einfach ignorieren und dich einfach da halt entlang hangeln daran, was dir halt Gentler Streak praktisch als Empfehlungen gibt. Und du hast dann immer die Möglichkeit zu überlegen, ob du diese Vorschläge, ob du die halt so ein bisschen wie soll man sagen, ein bisschen anstrengender, ein bisschen heftiger gestaltest, ein bisschen anstrengender gestaltet oder ein bisschen sanfter gestaltest, so wie du dich halt je nachdem, also erstens empfiehlt dir die App schon bestimmte Sachen und du kannst dann nochmal nachjustieren und sagen, nee, ich will gern was Anstrengenderes machen oder was Längeres machen oder halt nicht und dann halt entsprechend diese vorgeschlagene das vorgeschlagene Workout oder die vorgeschlagene Bewegung anpassen. Und das ist irgendwie glaube ich, ein ganz nettes Konzept. Also gerade für jemanden, weil ich kann mir vorstellen, ich habe ja jetzt ein paar Mal Athletic, haben wir drüber gesprochen und auch, wie heißt das andere, was ich, glaube ich, vor 2-3 Wochen mal gepickt habe, Body State. Body State. Ja, genau. Also die haben alle natürlich benutzen halt einen anderen Ansatz, wie sie die Daten eben aufbereiten. Und Athletic ist da ja sehr nüchtern und kühl, hat eher so eine Barrikade an Daten, wo du dich eigentlich erstmal durchlesen musst, wie funktioniert das jetzt alles. Und Chandler Streak packt das halt in so ein bisschen in eine fluffigere Verpackung, macht das, glaube ich, dadurch deutlich zugänglicher und ist auch sehr positiv. Also es ist natürlich immer so, hey, cool, wenn du dich gut fühlst, beweg dich, aber du darfst dich auch ausruhen und kein Problem und das ist alles gut. Und auch so die Aufbereitung deiner Körperdaten, die natürlich auch darauf basieren, wie deine eigenen Werte in der Vergangenheit waren, die sind so ein bisschen
breiter gefasst. Das heißt also, es dauert länger, bis da irgendwas ausschlägt und du eine Warnung erhältst. Während du bei Adlytic schon relativ früh bei so kleinen Abweichungen kriegst du bei Adlytic, dann ist schon irgendwas rot markiert. So Achtung, Gesundheit, hier ist schon irgendein Wert ist rot. So Vorsicht, Vorsicht, irgendwie Temperatur war zu hoch oder so. Weil die halt irgendwie aus so einem Spur halt ausgewichen ist, vielleicht in der vorausgehenden Nacht. Und das, glaube ich, macht auch mitunter halt nervös, wenn du diesen Wert dann nicht einschätzen kannst und sagst, oh, habe ich jetzt irgendwie mir doch irgendwie einen Infekt eingehandelt oder warum ist halt meine Temperatur hochgegangen? Und bei Chandler Streak ist das so ein bisschen easier. Da müssen die Werte schon richtig aus dem Rahmen tanzen, glaube ich, bevor da das anschlägt, was wahrscheinlich eine bessere Strategie ist. Vitalzeichen macht das ähnlich. Ja, also da muss schon die Temperatur ordentlich hochgehen über Nacht, damit Vitalzeichen sagt, hey, das liegt auch, zumindest ist das bei meinen Werten, bei mir jetzt die Erfahrung gewesen, während Adlytic schon relativ früh anschlägt und sagt, ja, Vorsicht, Vorsicht. Und ja. Aber ich fand ganz gut, dass er quasi fragt, so wie fandst du das jetzt? Wie anstrengend war das? So, und dann kannst du selber sagen, so irgendwie 0 bis 5, so, und 0 ist halt so Spaziergang im Park, weil es war tatsächlich ein Spaziergang im Park. Ja, genau. Und er sagte auch so, hier, du konntest dich noch gut damit unterhalten und so Stufe 5 ist so, du bist danach fast umgefallen. Ja, diese empfundene Anstrengung ist, glaube ich, sowieso ein ganz guter Wert. Apple arbeitet ja bei der Trainingsbelastung auch damit. Die haben ein bisschen kompliziertere Skala, weil es von 1 bis 10 geht. Und ich glaube, das überfordert auch so ein bisschen. So war jetzt mein Workout eine 3 oder eine 4 oder eine 6 oder eine 7. So, Ja, also da musst du auch erstmal, glaube ich, so ein Gefühl für entwickeln und für die verschiedenen Stufen. Und man sollte sich da, glaube ich, gar nicht so abschrecken lassen und das vielleicht auch gar nicht so überdenken, sondern einfach mal überlegen, okay, ja, also und das einfach mal so anfangen und je mehr man sich bewegt und je mehr man diese Form von Workouts macht, desto besser kann man, glaube ich, auch im Laufe der Zeit einfach einschätzen, wie anstrengend war das denn jetzt unterm Strich. Und es ist halt einfach schön, als zusätzlich, glaube ich, diese empfundene Anstrengung als zusätzlichen Wert zu nehmen, gerade zu der Herzfrequenz, die halt so in Anführungszeichen der ist ja auch nicht wirklich, ja, objektivere Wert, aber da hängen ja so viele andere Faktoren halt in der Herzfrequenz auch mit drin, dass das auch immer natürlich nur ein Teil der Realität darstellt und, glaube ich, als einzelner Wert allein vielleicht auch nicht alles aussagekräftig ist. Also ich finde es einen schönen Ansatz. Die Kosse, die liegt jetzt auch so ähnlich wie Bevel, was wir auch schon mal, glaube ich, besprochen hatten, liegt halt auch eher so, meine ich, im 50, 60 Euro pro Jahr Preissegment. Ja. Ich habe jetzt gar nicht nochmal nachgeschaut. Also es ist ein soliderer Preis. Es variiert je nachdem, also wenn du suchst, sie haben auch sehr verschiedene Preisstufen drin, das kann auch mal eine Aktion geben. Ja, da kann man sich natürlich das wahrscheinlich, und man muss halt, also ich meine, kann man natürlich auch mal für einen Monat ausprobieren, wahrscheinlich gibt es auch irgendeinen Gratis-Zeitraum mal für eine Zeit lang. Und muss man halt überlegen, also du kriegst sozusagen, die Basisauswertung deiner Daten kriegst du halt natürlich auch kostenlos, glaube ich, inzwischen und kannst dir das mit verschiedenen anderen Apps auch so zusammenstellen und zusammenbasteln. Aber als Gesamtpaket ist es definitiv nicht uninteressant, was sie da hingestellt haben. Und im Moment jetzt hat man das Gefühl, dass die sich auch untereinander deutlich anfeuern. Also die Schritte funktionell sind von den Apps sind sehr interessant. Also Bevel hat jetzt gerade so eine ganze Ernährungskomponente halt hinzugefügt, wo du halt nochmal dein ganzes Ernährung einspeisen kannst, wenn du da Bock drauf hast. Ist ja ein Riesenthema und so ein riesen eigenes Feld, wo ganz eigene Apps gibt, die halt nur dieses Ernährungstracking machen und aber ist natürlich ist halt eine Komponente natürlich der Gesundheit auch und auch des Gewichts oder halt verschiedene andere Sachen und überhaupt, wie man sich fühlt und deshalb ist natürlich interessant, all diese Sachen zusammenzuführen und oder das vielleicht auch in einer App zu protokollieren, sehe ich schon natürlich auch als reizvoll. Das ist jetzt bei Chandler Streak im Moment, also da gibt es so Artikel irgendwie über Ernährung, glaube ich, aber es ist als Element in der App oder als Tracking-Element gibt es jetzt in Chandler Streak im Moment auch keine Ernährung, aber vielleicht steht es bei denen auch auf der Roadmap. Ich glaube, da sind halt Sachen, wo jetzt gerade die Reise hingeht und die haben ja wahrscheinlich auch ein größeres Team dran sitzen.
Die App ist halt auch, sieht halt auch gut aus. Ne? Ja, die macht App sich sieht gut super aus. Und die Watch-App lässt sich halt auch also du kannst mit der Watch-App auch deine Workouts tracken. Ja. Ich meine, das ist natürlich gefangen so ein bisschen in Apples System. Also die machen halt das möglich, was möglich ist. So. Und ob dir der Mehrwert da gegeben ist, dass du ein bisschen anderes Interface hast, etc., für deine Laufeinheiten, etc., kann man ausprobieren. Aber letztendlich ist es ein Workout, der von der Apple Watch wie bislang auch getrackt wird. Und es ist die Auswertung der Daten, die, nicht wahr, bei Gentle Streak. Und du kannst ja auch einfach ganz normal Apples Workout-Apps oder andere Workout-Apps benutzen und dann, solange die mit Apple Health sprechen, landet das natürlich dann auch in Gentle Streak. Insofern ist das, glaube ich, ist man da relativ flexibel. Aber da hast du natürlich, genau, wenn du dann dir vorstellst, du entscheidest dich halt, dann hast du so ein bisschen die Anzeige halt, wie du da in diesem Bereich bist, den du dir ausgewählt hast für deinen Workout. Also, genau. Ja. Definitiv ein nettes Konzept. Also Definitiv, die haben alle, es ist echt faszinierend, weil ich kann mich auch selbst nicht so recht zwischen den Apps entscheiden. Die haben alle ihre eigenen Stärken und Schwächen und funktionieren die alle ganz gut in Kombination, aber es ist natürlich ein bisschen albern. Und die haben natürlich alle auch so ein bisschen anders, und halt auch solche Elemente wie zum Beispiel die Widgets. Also wie willst du deine Daten aufbereitet haben und wo willst du die sehen auf dem Homescreen und oder hättest du die gerne auf dem Sperrbildschirm und was bieten die jeweils für die Watch? Also da sind und welche Komplikationen für die Watch, also was kannst du dir da wieder als Daten auf die Watch legen? Da sind die alle natürlich etwas anders ausgerichtet und dann kann man sich vielleicht auch einfach seinen Favoriten rauswählen, aber man muss sie einfach mal alle durchprobieren und ausprobieren, was einem da persönlich am meisten liegt oder auch mal schauen, ob das halt oder mit Apples Bordmitteln halt einfach klarkommt. Die lassen halt die Herzfrequenzvariabilität ist bei Apple halt im Moment, fällt halt unter den Tisch. Und die Apple Watch misst ja auch diesen HRV-Wert, sagen wir mal, zaghaft, also relativ selten, sodass man so ein bisschen drüber diskutieren kann, wie viel Aussagekraft das alles dann am Schluss hat. Aber er ist halt ein interessanter Wert und ich würde ihn jetzt auch nicht ganz rauswerfen wollen. Wir haben neulich Feedback bekommen und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir auch sehr durcheinander, das habe ich doch im Transkript gesehen, wir haben Pulsfrequenz und Herzfrequenz sehr durcheinander geworfen. Ich glaube, der Punkt war, dass die Herzfrequenz, die kannst du eigentlich nur elektrisch am Herz messen und das macht ja zum Beispiel der Pulsgurt, den du dir um die Brust legst, macht das wohl, und die misst die Herzfrequenz. Die Blutwelle, die durch deine Gefäße läuft, wäre die Pulsfrequenz. Die misst zum Beispiel die Watch durch den optischen Sensor und die Powerbeats durch den optischen Sensor. Aber es wird auch in den Daten bei Apple auch durcheinander geschmissen. Das ist nämlich der gleiche Wert. Ja. Solange alles gut funktioniert, ist es auch der gleiche Wert. So. Ja, also da wird es wahrscheinlich Differenzen dann geben, aber ich benutze es auch synonym, weil es am Schluss für mich als Nutzer synonym, also als Nutzer nicht unterscheidbar ist. Also ob ich einen Brustgurt trage oder halt die Apple Watch am Handgelenk misst, ich sehe halt nicht denselben Wert unter Umständen, weil die Watch am Handgelenk vielleicht irgendwie Quatsch misst, aber ich sehe halt auf jeden Fall, ich habe ja keinen, in der Oberfläche ist es identisch. Ja? Also es wird mir einfach an Puls und es wird auch von den Apps wird es natürlich auch irgendwie oft austauschbar verwendet als Begrifflichkeit. Also ich sehe den Punkt, das zu trennen, aber ich habe es ein bisschen aufgegeben, muss ich sagen, weil es ist halt einfach Herzfrequenz, fertig, egal. Liebe Mediziner, Entschuldigung. Wenn die beiden Werte deutlich voneinander abweichen, dann muss man vielleicht sowieso zum Arzt. Ja, dann ist vielleicht irgendwas anderes falsch. Okay, gut. Also Gentle Streak könnt ihr euch mal anschauen. Die Links in den Shownotes von der 938, genau.